Wer hat mein Essen gegessen? Felix, wo ist meine Pizza hin? Hä? Welche Pizza? Ich weiß nichts. Sie war im Kühlschrank, ganz sicher. Ich habe sie wirklich nicht gesehen. Das ist doch nicht möglich, Felix. Warte, ich schau noch mal nach. Siehst du? Sie ist einfach weg. Vielleicht war es unser anderer Mitbewohner. Max ist doch gar nicht da. Oh, stimmt, er ist im Urlaub. Also warst wahrscheinlich du das. Okay, ich gestehe. Ich war hungrig. Felix, das war mein Abendessen. Oh nein, es tut mir wirklich sehr leid. Ich hatte mich so darauf gefreut. Ich kaufe dir sofort eine neue Pizza. Wirklich? Das wäre sehr nett. Ja, natürlich, das ist nur fair. Danke, aber bitte frag nächstes Mal. Versprochen, ich frage immer vorher. Gut, dann ist alles wieder okay. Super, ich hole die Pizza jetzt sofort. Danke, ich warte hier auf dich. Zurück in 20 Minuten, versprochen. Perfekt, ich freue mich schon. Diesmal die gleiche Sorte, oder? Ja, genau die mit Pepperoni. Alles klar, kommt sofort, kein Problem mehr. Kakerlake in der Küche. Jonas, komm schnell her. Was ist los? Alles okay? Da ist etwas in der Küche. Was denn? Ich sehe nichts. Eine Kakerlake unter dem Schrank. Wo genau? Zeig mir das. Dort, neben dem Mülleimer. Oh nein, das ist eklig. Ich habe solche Angst davor. Bleib ruhig, ich helfe dir. Beeil dich, sie bewegt sich. Ich brauche einen Schuh dafür. Nimm nicht meinen, bitte nicht. Okay, ich nehme meinen eigenen. Pass auf, sie ist schnell. Ich habe sie fast erwischt. Vorsicht, sie läuft zur Tür. Warte, ich folge ihr sofort. Sie versteckt sich hinter dem Regal. Gib mir kurz eine Taschenlampe. Hier, nimm meine vom Handy. Danke, jetzt sehe ich sie. Mach schnell, bevor sie verschwindet. Geschafft, ich habe sie erwischt. Endlich, ich bin so erleichtert. Siehst du, kein Grund zur Panik. Danke, dass du geholfen hast. Kein Problem, dafür sind Mitbewohner da. Wir sollten die Küche putzen. Gute Idee, das machen wir zusammen. Vielleicht brauchen wir auch Insektenspray. Ja, das kaufe ich morgen. Danke, dass du so ruhig warst. Kein Problem, wir sind ein Team. Zusammen schaffen wir alles, oder? Genau, das ist WG-Leben eben. Falscher Alarm. Marie, hörst du das Geräusch auch? Ja, was ist das nur? Es klingt wie ein Piepen. Kommt es aus der Küche? Ich glaube ja. Komm mit. Oh nein, ist das der Rauchmelder? Ja, genau. Er piept ständig.
Brennt irgendwo etwas? Ich rieche nichts. Ich auch nicht. Keine Panik. Vielleicht ist die Batterie leer. Das könnte wirklich der Grund sein. Hast du eine neue Batterie? Ja, im Schrank im Flur. Gut, hol sie bitte schnell. Alles klar, ich brauche auch einen Stuhl dafür. Hier, nimm diesen aus der Küche. Danke, jetzt steige ich hoch. Pass auf, sei bitte vorsichtig. So, ich habe die alte Batterie raus. Super, jetzt die neue rein. Fertig, hoffentlich ist es jetzt still. Ja, endlich kein Piepen mehr. Puh, das war wirklich nur falscher Alarm. Zum Glück, ich hatte kurz Angst. Ich auch, ehrlich gesagt. Wir sollten alle Batterien checken. Gute Idee, machen wir am Wochenende. Dann sind wir sicher vorbereitet. Genau, besser sicher als später überrascht. Die Rechnung teilen? Amara, wir müssen die Rechnung besprechen. Welche Rechnung meinst du genau? Die Stromrechnung von diesem Monat. Wie viel müssen wir zahlen? Insgesamt sind es 90 Euro. Das ist aber ziemlich viel. Du duscht auch sehr lange. Das stimmt nicht wirklich, oder? Doch, jeden Morgen 20 Minuten. Okay, vielleicht ein bisschen lang. Und dein Fernseher läuft ständig. Ich schaue ihn zum Entspannen. Trotzdem verbraucht er viel Strom. Gut, ich zahle mehr diesmal. Danke, das ist sehr fair. Wie viel schlägst du vor? Du 50, ich 40 Euro. Das klingt für mich okay. Super, ich schreibe es auf. Können wir eine App benutzen? Ja, gute Idee für nächstes Mal. Dann müssen wir nicht streiten. Genau, das macht es einfacher. Welche App würdest du empfehlen? Splitwise ist echt sehr praktisch. Okay, ich lade sie herunter. Die dreckige Küche. Paul, die Küche ist sehr schmutzig. Ich weiß, tut mir leid. Wann räumst du endlich auf? Heute Abend, ich verspreche es. Das sagst du jede Woche. Diesmal mache ich es wirklich. Der Putzplan hängt an der Tür. Ja, ich habe ihn gesehen. Diese Woche bist du dran. Stimmt, ich habe es vergessen. Das Geschirr steht seit Tagen da. Okay, ich wasche es sofort. Auch der Müll muss raus. Gut, das mache ich auch. Danke, das wäre echt toll. Kein Problem, ich helfe gerne. Der Boden braucht auch Wasser. Ich wische ihn nach dem Geschirr. Perfekt, dann ist alles sauber. Ja, dann können wir kochen. Was möchtest du heute essen? Vielleicht Pasta? Das ist schnell. Gute Idee, ich helfe dir. Danke, zusammen geht es schneller. Der falsche Wäschekorb. Ben, das ist nicht meine Wäsche. Hä? Was meinst du? Zeig mir das. Diese Socken gehören dir, nicht mir. Oh nein, ich habe sie vertauscht.
wo ist dann meine Wäsche jetzt? Vielleicht noch in der Maschine. Ich brauche sie aber heute Abend. Kein Problem. Ich hole sie sofort. Ah, danke, das wäre echt super. Es tut mir wirklich leid dafür. Kein Problem, das passiert eben mal. Ich sollte meine Wäsche besser markieren. Gute Idee, das würde helfen. Ah, hier ist deine Wäsche. Alles trocken. Perfekt. Vielen Dank dir dafür. Gern geschehen. Tut mir leid nochmal. Kein Problem, wirklich kein Drama. Wollen wir einen Wäscheplan machen? Ja, das wäre echt sinnvoll. Montag und Donnerstag für mich? Gut, dann Dienstag und Freitag für mich. Perfekt. Dann gibt es keine Verwechslung. Genau, das macht alles einfacher. Danke für deine Geduld heute. Kein Problem, das ist doch normal. Versprochen. Nächstes Mal passiert das nicht mehr. Hoffentlich. Aber alles gut jetzt. Der Gast, der nicht geht. Erik, dein Freund ist schon 3 Tage hier. Ich weiß, das ist etwas peinlich. Wann fährt er wieder nach Hause? Er hat noch keinen Plan gesagt. Wir haben nur ein Badezimmer, Erik. Ich rede heute Abend mit ihm. Er schläft auch auf dem Sofa. Ja, ich weiß, das ist unpraktisch. Kannst du ihn bitte fragen? Natürlich, das mache ich sofort. Er isst auch unser ganzes Essen. Wirklich? Das habe ich nicht bemerkt. Der Kühlschrank ist total leer jetzt. Okay, das ist wirklich zu viel. Ich mag ihn, aber nicht für immer. Verstehe ich total. Keine Sorge. Vielleicht kann er nächste Woche gehen? Ich schlage ihm das heute vor. Danke, das würde mir sehr helfen. Es tut mir leid für die Situation. Kein Problem, aber sprich bitte mit ihm. Mach ich, versprochen. Wie lange kennt ihr euch schon? Seit der Schule, ziemlich lange. Das erklärt vielleicht die Situation. Ja, wir sind wie Brüder. Trotzdem brauchen wir unseren Raum zurück. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Danke für deine Geduld, Tobias. Kein Problem, wir sind ja Freunde. Nächstes Mal frage ich vorher. Gute Idee, das wäre besser. Der neue Mitbewohner. Hallo, du musst Felix sein, oder? Ja, genau. Schön, dich kennenzulernen. Komm rein, setz dich hin. Danke, die Wohnung sieht toll aus. Danke, wir mögen sie sehr. Wie viele Leute wohnen hier? Wir sind zu dritt momentan. Und wie ist das Zusammenleben so? Meistens ruhig, aber manchmal chaotisch. Das klingt eigentlich ganz normal. Hast du schon in einer WG gewohnt? Nein, das wäre meine erste. Okay, dann erkläre ich die Regeln. Ja, bitte, ich höre zu. Putzplan hängt an der Küchentür. Verstanden, das ist kein Problem. Gäste bitte vorher kurz ankündigen. Klar, das mache ich immer. Hast du Haustiere oder Allergien? Nein, keine Haustiere, keine Allergien. Perfekt, das erleichtert vieles hier.
Wie hoch ist die Miete genau? 400 Euro warm im Monat. Das klingt fair für die Lage. Ja, wir finden das auch. Wann könnte ich einziehen? Das Zimmer ist ab nächster Woche frei. Super, das passt perfekt für mich. Möchtest du das Zimmer sehen? Ja, sehr gerne. Zeig es mir. Hier ist es, ziemlich hell. Wow, das gefällt mir wirklich. Ich denke, du passt gut hierher. Danke, ich freue mich schon. Laute Musik um Mitternacht. David, die Musik ist viel zu laut. Oh, tut mir leid, wirklich. Es ist schon Mitternacht, David. Ich habe die Zeit vergessen. Die Nachbarn beschweren sich bestimmt. Ich mache sie sofort leiser. Danke, das ist sehr nett. Ich hatte Besuch, tut mir leid. Kein Problem, aber bitte leise sein. Natürlich, ich verstehe das total. Morgen habe ich früh Arbeit. Oh nein, das wusste ich nicht. Deshalb brauche ich meinen Schlaf. Klar, ich bin jetzt ruhig. Kannst du auch die Tür schließen? Ja, mache ich sofort für dich. Danke, das hilft wirklich sehr. Kein Problem. Schlaf gut, Katrin. Nächstes Mal sag mir Bescheid. Ja, das mache ich bestimmt. Dann kann ich mich vorbereiten. Gute Idee, das ist fair. Vielleicht auch andere Zeiten wählen? Stimmt, am Wochenende ist besser. Genau, dann störe ich niemanden. Danke für dein Verständnis, Katrin. Kein Problem, wir sind ja Freunde. Ja, das schätze ich sehr. Der letzte Abend zusammen. Noah, morgen ziehst du wirklich aus? Ja, leider ist es schon soweit. Die Zeit ist so schnell vergangen. Stimmt. Es waren 2 tolle Jahre. Ich werde dich echt vermissen, Noah. Ich dich auch. Wirklich sehr. Weißt du noch unseren ersten Kochabend? Ja, das Essen war furchtbar verbrannt. Trotzdem war es ein schöner Abend. Ja, wir haben so viel zusammen gelacht. Die WG war nie langweilig mit dir. Danke, das bedeutet mir wirklich viel. Wohin ziehst du eigentlich genau um? In eine kleine Wohnung, ganz allein. Das wird bestimmt anders für dich. Ja, aber auch eine neue Erfahrung. Lass uns heute noch etwas feiern. Gute Idee. Was schlägst du vor? Ich koche unser Lieblingsgericht von damals. Oh, perfekt. Das wäre wirklich schön. Und wir schauen unseren Lieblingsfilm zusammen. Ja, genau wie in den alten Zeiten. Wir bleiben natürlich in Kontakt, oder? Auf jeden Fall. Versprochen, Clara. Du kannst jederzeit hier vorbeikommen. Danke. Das werde ich sicher tun. Ich wünsche dir alles Gute, Noah. Danke dir für alles, Clara.